Willkommen zu diesem Video und einige von euch haben es schon bei Snapchat gesehen. Ich bin gerade in Hollywood, Los Angeles. Wir eröffnen hier das Werde Musikerstudio Hollywood. Es gibt schon einiges, aber es gibt noch viel zu tun. Die Tage kommen anders vorbei, den hole ich noch ab. Ja, und wir nehmen euch die nächsten Tage hier ein bisschen mit auf die Reise. Wir schauen uns ein paar Studios hier an, noch ein paar andere Studios. Wir schauen mal, was wir hier aus der Gegend lernen können. Aber für euch jetzt erstmal hier ein paar Eindrücke aus Hollywood. Eine Sache, die ich mit euch teilen möchte und auch, wenn jetzt einige Leute fragen, hey, warte mal, was soll das jetzt hier auf dem Piano-Tutorial-Kanal? Was interessiert uns jetzt irgendwie Hollywood und irgendein Touristenscheiß oder so? Also, um klarzumachen, wir sind hier nicht, um irgendwelche Sternchen zu schauen, sondern um zu lernen. Also, ich bin hier zum Beispiel gerade vor dem Eingang einer deutschen Firma, die auch ihren Sitz in Hollywood hat, Native Instruments, ihr kennt das vielleicht. Von den Piano Sounds, also ab und zu, aber Piano Sounds, die ich auch selbst nutze, sind von der Firma Native Instruments. Zum Beispiel, diese Firma sitzt in erster Linie in Berlin, in Deutschland. Es gibt dort sehr viele, doch die eigentliche Arbeit wird in Berlin gemacht, aber zum Beispiel viele dieser Sounds, von Native Instruments wurden halt tatsächlich hier in Hollywood produziert, aufgenommen, weil es hier einfach bessere Studios gibt, weil hier einfach mehr im Bereich Musik gearbeitet wird, Musikproduktion. Jetzt die Grammy-Verleihung ist jetzt hier in den nächsten Tagen hier. Ja, und es ist echt so einfach, wenn man hier ist, irgendwie dann da reinzukommen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe bei einem Studio zum Beispiel angerufen, gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, mir das anschauen kann, wegen ein paar Aufnahmen. Die haben gesagt, ja, ist gerade ein bisschen zu tun wegen Grammy-Verleihung, aber kommt vorbei, aber sei nicht böse, wenn der eine Raum ein bisschen unordentlich ist, weil wir gerade mitten im Geschäft sind. Eine Message, die ich euch definitiv hier an dieser Stelle mitgeben möchte. Hollywood klingt immer so nach Hollywood, unantastbar. Guck mal, Hollywood selbst ist nichts anderes als ein Stadtteil, beziehungsweise die ganze Los Angeles Area, wenn irgendwas mit Musik- oder Filmproduktion hier rauskommen wird, halt gesagt, dass es das Hollywood ist. Hans Zimmer zum Beispiel wohnt in Santa Monica am Strand. Streng genommen ist es nicht Hollywood, aber trotzdem, letztendlich ist alles Hollywood. Trotzdem, es klingt immer alles so unantastbar und so groß und so gigantisch. Letztendlich ist es ein Stadtteil, letztendlich ist hier einfach eine Szene, eine sehr hohe Konzentration an Musikern, an Künstlern jeglicher Art. Ganz große Inspiration ist es, aber alles andere als unantastbar und ja, das vielleicht aber auch so als kleine Motivation. Also alles, was man streng genommen machen muss, ist hier irgendwie hinkommen, sich einen günstigen Flug suchen und eine Airbnb-Wohnung, ein paar Tage hier sein und einfach mal den Spirit aufzusaugen und es tut einfach auch gut, ja, es tut auch einfach der Musikerseele gut. Irgendwie abends mal in einen Musikclub zu gehen, ja, automatisch kommt man, gerade wenn man selbst irgendein Instrument spielt, auch umso schneller noch mit anderen Musikern in Kontakt. Man hört Geschichten, tauscht Erfahrungen aus. Ja, also definitiv kann man dann nur dran wachsen. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen was von mittendrin zu sein in einem Film, weil hier alles so ein bisschen Filmkulisse ist, automatisch. Ja klar, also ich meine, hier werden die Filme gedreht. Und mittendrin zu sein im Film ist auch definitiv Abenteuer, Inspiration zugleich. Und ich hoffe, ja, nur diese Inspiration können wir euch hier auch noch so ein bisschen mitgeben. Also keine Sorge, es kommen natürlich auch Piano-Tutorials.
aber außerdem kommt so ein bisschen Inspiration direkt aus Hollywood zu euch nach Hause.